Lina hat der falschen Person vertraut. Nachdenkliches Gesicht, Folge 4. Warum hat Amanda mir das angetan? Ich habe alles gehört. Hier ist deine Belohnung. Erzähl niemandem von mir. Sag Lina meinen Namen nicht. Du kannst jetzt gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, du hast Lina erschreckt. Oh Gott, Amanda hat das getan. Warum hasst sie mich? Warum hasst sie mich? Ich kenne sie nicht einmal besonders gut. Warum hat sie diesen Plan gemacht? Amanda hat dieser Frau Geld gegeben. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich habe große Angst vor Amanda. Ich frage mich, wie Amanda mich wohl wieder verletzen will. Oh mein Gott. Guten Morgen, Papa. Wie fühlst du dich jetzt? Hast du deine Medikamente genommen? Ja, ich habe meine Medikamente genommen. Mir geht es jetzt sehr gut. Ich trainiere gerade. Ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Ich möchte arbeiten, meine Tochter. Ich muss einen Job finden. Bitte lass mich arbeiten, mein Schatz. Nein, Papa. Du kennst deinen Gesundheitszustand. Dir war gestern Abend schwindelig. Ich habe einen Job. Du musst nicht arbeiten, Papa. Deine Gesundheit ist mir wichtiger. Du bist meine ganze Welt. Bitte, Papa. Okay, mein Schatz. Gott segne dich. Mögest du lange leben. Du bist die beste Tochter. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Pass auf dich auf, Papa. Ich sehe dich heute Abend. Martin, mein Sohn, hattest du gestern Abend Spaß? Wie war die Party? Ja, Mama. Ich hatte gestern Abend viel Spaß. Die Party war großartig. Ich muss von jetzt an hart arbeiten. Du weißt, dass ich befördert worden bin. Ich bin jetzt der Manager dieser Firma. Das ist eine große Verantwortung für mich. Ich weiß, mein Sohn. Gott segne dich, ich freue mich für dich. Ich möchte etwas sagen, ich mag Lina sehr. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie kümmert sich um dich. Ich denke, sie wird eine gute Lebenspartnerin sein. Was sagst du? Mama, ich weiß, dass Lina mich sehr liebt. Sie hat es mir gesagt. Ich weiß, dass sie ein gutes Mädchen ist. Ich kann jetzt nicht heiraten. Ich möchte zuerst meine Karriere aufbauen. Ich brauche etwas Zeit. Ich möchte im Moment nicht darüber nachdenken. Bitte setz mich nicht unter Druck, Mama.
Okay, mein Sohn. Ich habe es verstanden. Ich werde dich nicht unter Druck setzen. Ich bin bei dir. Du kannst tun, was du willst. Aber Lina ist ein gutes Mädchen. Danke, Mama. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Hab einen schönen Tag. Amanda, ich habe gehört, dass du eine neue Mitarbeiterin eingestellt hast. Du hast ihm auch ein eigenes Büro gegeben. Er ist erst vor 2 Tagen in die Firma eingetreten. Warum machst du das? Das ist keine große Sache, Mama. Das ist meine Firma, und dieser Junge ist sehr talentiert. Er verdient diese Position. Ich weiß, was gut für meine Firma ist. Ich bin nur ein bisschen überrascht. Woher kommt das alles? Du hast dich verändert. Du warst eine strenge Frau. Verheimlichst du mir etwas? Was ist los, Amanda? Ich bin deine Mutter. Du kannst mir alles sagen. Du übertreibst, Mama. Mir geht es gut. Ich muss bald ins Büro. Ich werde später mit dir sprechen. Du weißt, dass ich sehr pünktlich bin. Na gut, was soll ich sagen? Du hörst mir ja nicht zu. Hab einen schönen Tag. Guten Morgen, Madame Amanda. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen mir einige Informationen über Lina geben. Sie wohnt in Martins Nachbarschaft. Sie müssen sie heute verfolgen. Ich möchte etwas über sie wissen. Wo arbeitet sie? Hat sie Geschwister oder nicht? Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Ich habe es verstanden, machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde in ein paar Stunden zurückkommen. Ich kenne Ihre Adresse, Sie haben sie mir bereits gesagt. Ich werde heute Ihr Haus besuchen. Ich werde Ihnen alles über Sie erzählen. Bravo, Sie können jetzt gehen. Gehen Sie und kommen Sie bald zurück. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Peter. Ich möchte Lina treffen. Ist sie zu Hause? Nein, sie ist nicht zu Hause. Sie ist bei der Arbeit. Warum wollen Sie Lina treffen? Sie ist meine Tochter. Eigentlich möchte ich ihren Bruder treffen. Er ist mein Freund, ich suche nach ihm. Entschuldigen Sie, ich habe keinen Sohn. Ich habe nur eine Tochter. Ihr Name ist Lina. Ich glaube, Sie suchen jemand anderen. Oh wirklich? Es tut mir sehr leid.
Lina arbeitet bei einer Bank. Ihr Bruder ist Polizist. Meine Tochter arbeitet in einem gehobenen Restaurant. Sie ist Köchin. Sie arbeitet nicht bei einer Bank. Sie können jetzt gehen. Bitte verlassen Sie mein Haus. Oh, ich verstehe. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich muss jetzt gehen. Es tut mir noch einmal leid. Einen schönen Tag noch. Was weißt du über sie? Was hast du über Lina herausgefunden? Alles. Sie ist ein armes Mädchen. Sie lebt mit ihrem Vater in einem Mietshaus. Sie ist Köchin und arbeitet in einem gehobenen Restaurant. Ich glaube, ihr Vater ist krank. Danke, Sie haben großartige Arbeit geleistet. Lina ist Köchin. Sie arbeitet in einem gehobenen Restaurant. Ich habe es verstanden. Hat sie Geschwister? Nein, Madame. Sie hat keine Geschwister. Kann ich jetzt gehen? Ja, Sie können jetzt gehen. Warte einfach ab und sieh zu. Liebe Lina, ich komme dich bald besuchen. Martin, arbeitest du immer noch? Ich sehe, du arbeitest sehr hart. Ja. Ich muss dieses neue Projekt fertigstellen. Kann ich dir helfen, Amanda? Was machst du hier? Ich habe Hunger, ich gehe raus. Lass uns zusammen gehen, es ist deine Mittagspause. Komm schon, Martin. Lass uns in ein schickes Restaurant gehen. Wir werden zusammen zu Mittag essen. Es tut mir leid, Amanda. Ich kann nicht gehen. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe keine Zeit für das Mittagessen. Ich muss dieses Projekt wirklich fertigstellen. Komm schon, Martin. Sei nicht so streng mit dir selbst. Wir kommen bald zurück, deine Gesundheit ist wichtiger. Ich will nichts mehr hören, komm jetzt. Ich warte. Okay, Noah. Lass uns gehen. Mein Freund hat mir von diesem Restaurant erzählt. Das Essen hier ist köstlich. Ich weiß, Amanda. Ich war schon einmal hier. Lina arbeitet hier. Sie ist Köchin. Sie macht leckeres Essen. Ich weiß, dass das Essen hier sehr schmackhaft ist. Oh wirklich? Das wusste ich nicht. Bist du bereit zu bestellen? Ich habe großen Hunger. Ja, ich bin bereit. Kellner, bitte kommen Sie hierher. Willkommen. Sind Sie bereit zu bestellen? Ja, wir sind bereit zu bestellen. Martin, was möchtest du essen? Ich möchte Spaghetti haben. Okay, ich nehme auch Spaghetti.
Möchten Sie etwas zu trinken, Madame? Sprudelwasser, bitte. Okay, ich komme gleich mit Ihrer Bestellung zurück. Amanda, ich muss die Toilette benutzen. Ich bin gleich zurück. Okay, Martin, kein Problem. Hallo, 2 Teller Spaghetti und Sprudelwasser. Tisch Nummer 2, unsere Gäste warten. Ich habe es verstanden. Ich habe gerade Spaghetti gemacht. Es ist fertig. Du kannst diese Bestellung mitnehmen. Okay, danke. Du bist eine gute Köchin, Lina. Hier ist Ihre Bestellung. Guten Appetit. Danke, Sie können jetzt gehen. Es ist Zeit, den Plan zu starten. Ich werde dafür sorgen, dass du gefeuert wirst, Lina. Du kennst mich noch nicht. Martin, lass uns diese leckeren Spaghetti essen. Ich habe großen Hunger, klar, Amanda. Lass uns anfangen. Oh mein Gott. Was ist das? Ist das eine Kakerlake in den Spaghetti? Oh nein. Ich kann das nicht essen. Wer hat das gemacht? Das werde ich nicht essen. Eine Kakerlake? Wie ist das möglich? Das ist noch nie passiert. Bitte beruhige dich, Amanda. Ich rufe den Kellner. Hallo, mein Herr. Gibt es ein Problem? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine große Kakerlake in meinen Spaghetti gefunden. Versuchen Sie, mich zu töten? Versuchen Sie, mich zu töten? Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss sofort mit jemandem sprechen, stehen Sie hier nicht einfach herum. Gehen Sie und holen Sie Ihren Manager. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.